in darkness, I shall be light. In times of doubt, I shall keep faith. In throes of rage, I shall hone my craft. In vengeance, I shall have no mercy. In the midst of battle, I shall have no fear. In the face of death, I shall have no remorse. Mir bleibt jetzt nur eins zu sagen. Ich habe richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. For the fucking Emperor of Man. Es geht endlich los mit Warhammer 40k, Dawn of War. Und wir wollen jetzt unbedingt damit starten. Wir machen aber zuerst die Tutorials. Ich habe eben schon eine Aufnahme gestartet, hatte dabei dann aber einen Fehler. Deswegen ich will jetzt unbedingt die Grundlagen lernen, weil ich muss dazu sagen, zu meiner Schande muss ich anerkennen, ich habe mich mit dem Warhammer-Universum nur teils auseinandergesetzt. Daher kenne ich die Charaktere noch nicht so stark. Ich muss ein bisschen gucken, wie das alles geht. Ich kenne ein bisschen was von der Background-Lore, nur nicht so viel, weil ich damals, als die ersten paar Spiele dazu rauskamen, und ich weiß, dass das Ursprungsspiel ein Tabletop-Spiel ist, aber trotzdem, ich bin ja eher Computerspieler gewesen. Und dahingehend habe ich mich damit noch nicht so sehr mit der Materie befasst. Jetzt lernen wir erstmal die Dawn of War 3 Grundlagen und starten Tutorial 1. Ja, also was man dazu sagen kann, ich habe damals Dawn of War 2, glaube ich, kurz gespielt. Dawn of War 1 habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Da war ich noch viel zu jung für. Ich glaube, Dawn of War 1 kam damals raus, als ich 15 war oder so. Und Dawn of War 2 dann irgendwo, als ich 17 oder 18 war. Ich weiß es gerade einfach nicht mehr. Aber dieses Universum hat mich mittlerweile so in seinen Bann gezogen, dass ich einfach nur dieses Spiel spielen will. Ja, beliebige Taste drücken. Ja, dann drücke ich halt die hier. Ja, solange es nicht die Aus-Taste ist, geht das. Ah, okay, da oben steht das. Purpose of this
this tutorial, you will be playing as Space Marines. Space Marines for the Emperor. Move the game camera towards your stronghold. Oh. Wir spielen mit Max-Settings, muss man dazu sagen, auf stabilen 45 Frames. Start with the stronghold as their headquarter building. Oh nein. The stronghold is used to deploy builder units and basic combat units. Entsenden Sie Einheiten aus der Festung. Aha. We will begin by setting a rally point from your stronghold Ja. onto the Shortcut battlefield. F. Set Okay. a rally point at the indicated position. Man kann nicht mit WASD steuern. When you deploy units from your stronghold, they will immediately move to the rally point. Next, we will build your forces, starting with a tactical marine squad. Deploy a tactical marine squad from your stronghold. Okay. Tactical Marines Fernkampfinfanterie are kann mit einem ranged Flammenwerfer infantry that aufgerüstet serve as the werden, Space der mit der Marines' Zeit basic Schaden flying in unit. einem Kegel verursacht. Aha, cool. Your tactical marine squad is deployed. Cool. In order to Ich glaube, build ein other Delay. kinds of units, you will need to construct normal. additional kinds of base buildings. Ich denke mal. Base buildings are constructed by builder units. The Space Marine builder unit is the servitor. Deploy a servitor from your stronghold. Okay. Dann lass mich den bauen. The servitor is weak in combat, but is able to construct additional base buildings. Achso, okay. These buildings can be used to deploy new kinds of units. Ja, soweit so logisch. To build a new base building, select your servitor and move it to the indicated build location. Na, wo willst du es hinhaben? Da unten. Ja. Also, die müssen ja nicht so tun, als wäre ich ganz blöd. Ja, ist er doch. Construct a barracks at the indicated build So, location. was sind denn die? Reparieren, Gebiet entdecken. C ist Gebäude, okay. C und Q ist dann die Kaserne. Construct a barracks. Alter, wie geil, dass die von oben abgeworfen werden. Andere Befehle pausiert der Bau. Um ihn fortzusetzen, wählen Sie das ja wieder aus und machen Sie... Ja, gut. Wie man es gewohnt ist, würde ich so sagen. Ich finde das cool, dass die einfach vom Spaceship gedroppt werden und dann so richtig knallig auf der Erde landen. Alter, da geht ja richtig Power in. Wie cool ist das denn einfach mal? Barracks is complete. You can use it to deploy new kinds of units. Was haben wir das? Scout Squad? Scout Like Scharfschützen your Squad? stronghold, you can also Sturm set a Marine rally Squad. point by selecting your barracks and then issuing a right click on the battlefield. We will now deploy assault marines from your new barracks. Deploy 2 assault marine squads from your barracks. Was sind die hier? Ja. Units that are in progress are Alter. added to your build queue at the bottom of the screen. When a unit is finished, the next unit in the build queue will Ja. become in progress. Warteschlange, Prozess, das kennen wir auch alles. Ich finde das so geil, wie das aussieht. Also von... Alter. Dann ist die Jumper? Ja. Genau, die kann man dann jumpen lassen. Sehr geil. All of your assault marine squads are deployed. You are ready to take your forces into battle. Yeah, let's go to battle. You can select multiple units at once. Ja, by box Kastenwahl. selecting a group of units. Click and drag to box select all of your units at once. Haben wir schon längst gemacht. To more easily manage Mann, Mann, your Mann, Mann, Mann. units, you can assign your selected units into control groups. Aha, Assign Control your tactical Groups. and assault marines to a control group. Ja, das ist dann meistens Steuerung 1, ne? Ja, siehst du. To help you better manage different kinds of units, they can be put in multiple control groups at once. Ja. There is enemy activity behind the fog of war. They will appear once your units are close enough to see them. Find the
fog of war and eliminate them. Eliminate them. Where is it? Over there. Right-click on the enemy to attack. Ja, ich kann doch nicht jumpen. Warum nicht? Keine Ahnung. Sie schnitzeln die Orks weg. Hey, ihr sollt alle dahin. There is a health pickup ahead. You Cool. can restore a squad's health by moving it over to a pickup. There are more enemies ahead. This time, we will move your units with the attack move command. Units using attack move will move to the specified location and automatically stop to attack enemies encountered along the way. Ja, das ist die sichere Vormove. To move your units. Ja, wo lang? Destroy the enemy. Ja, die laufen jetzt normalerweise, wenn man einfach rechts klickt, greifen sie nicht an, sondern laufen bis zu dem Punkt. Wenn man jetzt aber den Angriffsmarsch wählt, wie hier beschrieben, wenn ich ihn mit A aktiviere, dann zerstören sie auf dem Weg dahin alles, was ihnen begegnet. Efficient and effective than using the right-click move. Right-click move is for positioning units within combat. Da erzählt das auch nochmal, wunderbar. Learning which move command is appropriate to the situation at hand will make you a better commander. Sag bloß. Ah, was das für das erste Tutorial? Das finde ich schön. Nein, doch The nicht. enemy is trying to gain a tactical advantage by capturing that heavy cover. Capturing heavy cover activates a shield that protects the units inside from ranged damage. Your ranged units cannot enter heavy cover that has been captured by the enemy. Only units with the counter cover property, such as assault marines, can enter captured heavy cover and fight enemy units inside. Okay. Jetzt zahlt sich das aus, dass wir die schon aufgesplittet haben. Your squads cannot reach it on foot. Use your assault marines' jump ability to leap them into the heavy cover. It is also possible to destroy heavy cover with ranged damage. Wo ist das Ding denn? Da hinten. Destroy the enemy. So, jetzt lasse ich die hier. Mit denen geht's los. Alter, ist das cool. Ja, for the Emperor! Alter, geil. Das machen wir automatisch. Da brauche ich gar nichts machen. Geil. For the purposes of this tutorial, you have been granted an additional squad. This squad has suffered a casualty and is no longer at full strength. We will reinforce this squad back up to full strength. Move this damaged unit to your stronghold or barracks to begin reinforcement. It costs resources to reinforce a squad, but it is always cheaper than purchasing a new squad. Okay. Das finde ich taktisch gesehen sehr clever. Klicken Sie auf der Befehlskarte verstärken. Führt sich die Anzeige auf der Karte, wird das Squad um eine Einheit verstärkt. Verstärken Sie das Squad, bis es vollzählig ist. Within reinforcement range, simply select the building and view the rotating reinforcement reticule on the ground. Ja. The squad's reinforcement will pause if it moves away from the reinforcement structure. Reinforcement will resume once the squad moves back into range of the reinforcement structure. Move this squad to a base building for reinforcement. Wie viel kostet das immer? Pro? Yeah, Reinforcement. Muss man das jedes Mal drücken? Okay. Bis man halt die benötigten Einheiten hat. Okay, man kann das also auch in Auftrag geben in eine Warteschlange. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Das Sturm? Ja. The squad has been reinforced. A fully reinforced squad is always stronger than one who has taken casualties. Tactical Marines. The enemy is preparing to mount an attack on your base. We will deploy 2 scout sniper squads to bolster your defenses. Ja, das kriegen wir auch so hin. Zack. Scout snipers have a larger line of sight and firing range than other Space Marine line units. Okay, ja, You das can use sind scout jetzt keine. snipers to see and attack enemies that are much further away. Your first
snipers has been deployed. Deploy one more scout sniper squad from your barracks. They are weak against melee attackers, so keep them stationed behind your other units. Na, verständlich. Sniper scouts. Your scout snipers are ready for combat. The enemy is marching towards your stronghold. Position your units to intercept the enemy attack. Na klar. Das kriegen wir hin. Moving to jump position. Point as you would have it. Die behalte ich in der Hinterhand. Ach, ich drücke die ganze Zeit auf 1. Ich wundere mich gerade. Los geht's! Okay. Ich drücke schon wieder auf 1. Ey. Deswegen, ich wundere mich die ganze Zeit. Mein Gott, ich drücke die ganze Zeit auf 1 rum, dabei wollte ich auf Q für die Action-Taste. Wo ist der Angriff? Warte mal, du bleibst schön hier. Ach, da oben. Los geht's! For the Emperor! Metzelt sie nieder! Also ein echter Spieler würde niemals im Leben da einfach durchrennen. Ja, das war die erste Lektion. Geil. Ja, wir müssen auch andere Tutorials spielen. Ich werde versuchen, dass ich beide Folgen gleichzeitig hochladen werde. Also die Tutorial-Folge plus dann die erste Kampagnenfolge. Aber ich mache jetzt erstmal das Tutorial, weil sonst habe ich keinen Plan, was ich da tue. Und dann sieht das auch nicht so geil aus. Ne? Also ich habe früher sehr gerne RTS-Spiele gespielt. Mittlerweile eigentlich nur noch StarCraft und das auch nur Kampagne, muss ich zugeben. Dawn of War 2, fortgeschritten. Erfahren Sie mehr über Eliteeinheiten, Wirtschaft und Verbesserung. Das machen wir natürlich. Denn der Imperator will natürlich gute, starke Einheiten da stehen haben. Mit Elitepunkten schalten Sie Eliteeinheiten frei. Ach was. Diese Punkte sammeln Sie mit der Zeit und durch Zerstören feindlicher Schildgeneratoren und Geschütze. Der Bau von Elite zu langsam. Beliebige Taste drücken. Zählt nur keine Maustaste, aber gut, das wissen wir jetzt auch. Welcome to the second Dawn of War 3 tutorial. This tutorial will cover elite units, resource capture, line unit upgrades, and advanced combat. Geil. Fortgeschrittener Kampf. We will begin by calling in an elite unit, Gabriel Angelos. Elite Gabriel units are Angelos. stronger than line units and possess powerful abilities. They are not deployed from base structures, but are equipped before a match and unlocked in battle by spending elite points. Ja, das stimmt. Deploy elite unit Gabriel Angelos to the battlefield. Klar, machen wir sofort. Will you call forth our elite warrior? Gabriel is a powerful melee unit with crowd control abilities. Cool. He will accompany your line units and give them a decisive advantage. Massive Vorteile. Angelos is deployed and ready for combat. Yeah. Take Gabriel and your line units to locate a nearby resource point. Wo ist der Resource Point? Resource points will boost your income and allow you to further build your army. Kampf zu Beginn des Spiels erhält feindliche beschäftigt und stört sie. Führen Sie mit ihm Ihre Armee in The den Kampf. foe is in heavy cover. Kill the enemies blocking the path and get Attacke! to the resource point. Los geht's, Gabriel! Mach sie nieder! Ach ja, stimmt. Ich kann ja mit den Space Marines da gar nicht rein, deswegen Gabriel muss das auch alleine machen. Bam! Ich habe nichts gemacht, aber das fand ich cool. Press further to the resource point. Okay. Ihr bleibt hier. There's the resource point. The
resource Move your point. units inside the resource point's capture radius in order to capture the point. Your units must remain within the capture radius until the capture timer is full Na, in so order weit so to klar. own the resource point. The point is yours. Das ist schön. Es ist unser Punkt. You cannot gain resources from a point until you upgrade it with an add-on. Purchase the requisition add-on by clicking the requisition add-on button over the resource point. Das ist der hier, ne? The requisition generator boosts the amount of requisition you gain from a point. Requisition is the resource used for purchasing vehicle upgrades and infantry units. A power generator is the second type of resource add-on that you can construct. Power is the resource used to construct infantry upgrades and vehicle units. Most upgrades and unit purchases require a little of both of these resources. Okay. Soweit so klar. The requisition generator is finished. You will now gain requisition from this resource point. Requisition Points. Let Anforderungspunkte. us further increase the requisition we are getting from this add-on by purchasing the point's resource upgrade. Au. Ich habe mir gerade aus Versehen die Kiefer gesperrt. Machen Sie ja nichts gegen... Ja, klar. When your point is done upgrading, the amount of resources it generates will be increased. Cool. Kann man noch beide drauf haben? Also Power und Requisition? Enemies are on their way to attack your resource point. Was? Move Gabriel to the entry point to guard the area. Oh, ich wollte doch Gabriel haben. Might I understand? We are ready for war. Yes, command. You have my doing it now. Kill the enemy. Kill the enemy. Das ist etwas, das ich verstehe. No escape. No escape. Wow. Wow, was war das? Jetzt habe ich irgendwas gemacht, aber... Targeting orcs. Attacke. Bam. Bam. Make way. Attacke. Bam. Ja, der ist voll geil. Gabriel has sustained damage to his health. Base buildings have an ability called Healing Aura that heals elites. Out of combat elites that stand next to a base building will have their health restored. Ah, okay. Move Gabriel next to your base building to heal him. Ja, dann heilen wir ihn doch mal direkt. Wir wollen ja auch, dass er lange überlebt. Move Gabriel next to your base building to heal him. I am Gabriel. I am Gabriel. War er nicht Großinquisitor oder sowas? Er war irgendwas ganz Bedeutsames. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. War er Großinquisitor? Das ist, also, wenn da draußen einer ist, da gibt es bestimmt Millionen von. Aber wenn da von diesen Millionen sich auch einer erbarmt, mein Video anzugucken, bitte, bitte foltert mich nicht, sondern sagt mir einfach, was er jetzt ist. Ist er Großinquisitor oder so? Ich weiß, dass sich das zu kirchlichen Stämmen nach dem Großimperator zusammengerafft hat, aber ich werde jetzt nicht die ganze Story runterbeten, die ich weiß. Er ist doch jetzt heile, oder? Chapter command shall be done. Er ist doch jetzt heile. Move Gabriel next to your base building to heal him. Ja, er ist doch heile. Gabriel has been healed Aha. and is ready to return to the battle. Is ready to return to the battle. Das ist We gut. must now take the fight to the enemy. We will use scout squads to track down the enemy. Deploy 2 scout squads from the barracks. Okay. Scout Squads. Scouts are stealth units with a large line of sight. Stealth units can only be sighted by enemy detector units. You have your first squad of scouts. Deploy 1 more. All building Ja, mach units, ich ja. such as the servitor, have the ability to detect stealth units. Your scout squads are ready. Okay. Before we take your infantry into battle, we will upgrade their attack strength at the arsenal building. The arsenal is the Space Marines upgrade structure. Use your servitor to construct the arsenal. You Was can hat der für einen locate your Kürzel? servitor by double-clicking the servitor's portrait Alter, in ich bin your schon längst unit da. view. Mach mal hin. Ja, wie heißt das Ding? Auf A. Build routine 721
Auch wieder schön aus dem Orbit abgedroppt. Bam! In your motherfucking face. Fucking Space Orc. Das ist jetzt die Waffenkammer, ne? Ja, und da kann ich meine Sachen upgraden. Und upgraden ist cool. Ja. Upgrade ist super. Der braucht ganz schön. Aber Gott sei Dank habe ich meinen Core hier ein bisschen abgegradet. Wie viel kostet das? Warum kann ich das nicht machen? Benötigt ein Teammitglied mit Verbesserung der Stufe 2 oder Fähigkeit. Da fuck. Werde ich wahrscheinlich später irgendwann rausfinden. With the arsenal finished, you can now purchase upgrades for your line units. Das ist schön. New abilities for some line units can also be purchased from an upgrade structure. Upgrade Structure. Ja, genau. With an upgrade Habe ich. structure, you can purchase health and damage upgrades for your line units. Purchase the infantry damage upgrade from the arsenal. So, dann The klicken wir da infantry drauf. damage upgrade boosts war the cool. damage of basic infantry units. Building an arsenal also gives your tactical marine squads the ability to upgrade themselves with powerful late-game weaponry. We will now upgrade a tactical marine squad with the plasma gun upgrade. Ah, Plasma Gun. Select a tactical marine squad and left-click the plasma gun upgrade. Tactical marines ready. Am besten Plasma alle. guns are powerful ranged weapons that fire more rapidly while stationary. If they sustain fire too long while stationary, their guns will overheat and have to cool before resuming fire. Abkühlen, der Imperator will Dauerfeuer. Now that your army is upgraded, use it to investigate the hostile area outside of your base. Remember to use your scout squad's stealth capabilities to scout ahead. Ja, dann geht doch mal dahin. For the Emperor. Achso, da soll ich hin. Ja, gut. Okay. Meine Schuld. Jung. So, was haben wir denn da? There are enemies ahead. However, there is a patch of stealth cover you can use to hide your units. Units inside stealth cover are hidden from view from enemy units outside of it. Aha. This allows your units to Überraschungsangriff. scout what lies behind stealth cover without revealing themselves to enemies on the other side. Enemy units can gain sight of your units only if they enter the stealth cover with your units. Use stealth cover to ambush your enemies. Natürlich. So mache ich das auch. Was ist das? Ah, die Flashbangs. Pass auf. Attacke! Bam! Volle Power. Boah, Plasma. Bam! The area ahead is treacherous. Use your scouts to scout out any hostile enemies ahead. Do not let your scouts become detected. Geht das Reinforcen gar nicht mehr? Hm, kann ich gar nicht. Na gut. So, die Scouts. Scout out the enemy force. There may be enemies inside that stealth cover. Use your camouflaged scouts to safely scout any enemies in the stealth cover. Okay. Kill the enemies you find. Aber sofort. Marching there now. Make way. Prepared and practiced. Achtung, und jetzt. Kill the enemies you find in the stealth cover. Bam. Stimmt, er kann so ein Schild erstellen, ne? Vergeltung. There is an enemy force up ahead. Scout out the enemy force on the upper platform. Aber natürlich. The enemy has captured the next resource point.
and built a listening post to protect it. A listening post is a structure with a ranged weapon that also protects resource add-ons from damage. Before you can destroy enemy add-ons or capture an enemy point, you must first destroy the listening post that protects it. Once the listening post is gone, you can destroy the enemy add-ons and take the point for yourself. Destroy the listening post. Irgendwie soweit verständlich. Oha, das sind aber eine ganze Menge für meine Paar, die ich hier habe. Aber gut, ich habe auch einen Elite Knight. Oh. Scouts. Genau, du machst hier schön Power, mein Freund. Destroy the listening post. Mache ich auch. Attacke! I will season ground. Make way. Oh Gott, ich liebe das, wenn der Typ da erstmal in die Menge springt. Das ist total cool. Komm, nochmal. Bam. The listening post is destroyed, and the resource point is now vulnerable to capture. Sehr Capture the geil. resource point. Das macht echt Spaß. The might of the blood ravens is with you. Ready. Understood. Alter, das Video geht einfach mal schon 30 Sekunden. 30 Minuten. Hammer. Well done. This completes your second Dawn of War 3 tutorial. Achso, siehst du. You are ready to proceed to the last tutorial, which centers around Dawn of War 3 Das ist im multiplayer. Mehrspieler-Modus von Dawn of War 3 behandelt. Soll ich das in einem weiteren Tutorial machen oder werde ich das Tutorial erst machen, wenn ich wirklich in den Mehrspieler gehe? Weil das werde ich garantiert erst machen, wenn ich die Kampagne durchgespielt habe. Eigentlich bin ich nämlich bei Strategiespielen echt kein PvP-Spieler. Ja, weil ich das halt nicht so kann. Ja, also ich bin wir müssen es ausprobieren dann. Ne? Was ist denn Codex? Achso, das sind die grundlegenden Wiederholungen. Ne. Gut. Ja, ich freue mich riesig drauf. In der nächsten Folge geht es dann darum, die erste Mission der Kampagne zu spielen und erstmal zu wissen, was hier überhaupt abgeht. Und bis dahin sage ich euch erstmal auf Wiederschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein oder das erste Mal ein. Ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Tutorial nicht einfach mal skippen wollt, weil ihr das schon alles kennt oder sonst was. Wenn ihr es natürlich erfahren wollt, wie ich das jetzt anfange und angefangen habe zu lernen, dann müsst ihr natürlich da starten. Aber wir starten jetzt hier und gleich natürlich sofort mit der Kampagne Mission 1. Und ich freue mich riesig drauf. Bis dahin sage ich ciao, ciao und auf Wiederschauen und bis demnächst.